Hallo ihr lieben Wassermänner, ihr seid jetzt schon in der ersten Runde mit dabei, dieses Mal wieder von den Legungen, weil ich von euch so viele Daumen nach oben bekommen habe und auch so viele nette Kommentare und immer die Sternzeichen, die am meisten mich supporten, die sollen natürlich auch immer als erstes gelegt werden. Und das ist letztes Mal jetzt wieder im Juli Wassermann gewesen. Und jetzt machen wir August Wassermann, aber meine Klimaanlage rauscht ziemlich. Ich mache die sofort nochmal aus. Übrigens hat die auch ziemlich gerauscht am Anfang von der Legung, dem Auswahltarot, was dich und die Liebe blockiert. Klartext ist das Doppelpunkt. Eins meiner letzten, das verlinke ich auch nochmal in der Beschreibung, weil ich das immer sehr ich bin immer ein großer Fan von diesen Auswahl-Tarot-Geschichten, mehr als von den Sternzeichenlegungen. Ihr liebt alle die Sternzeichenlegungen, deswegen machen wir natürlich auch Sternzeichenlegungen. Aber ich persönlich sage dir, dein Unterbewusstsein kommuniziert meiner Ansicht nach am besten mit diesen Auswahl-Tarot-Kartenlegungen auf YouTube. Nicht nur bei mir, sondern generell ist das meine persönliche Erfahrung. Die mag bei jedem anders sein. Und da hat die Klimaanlage, deswegen komme ich drauf, am Anfang auch gerauscht, aber nur in der Einleitung. Bei den Karten rauscht sie dann nicht mehr. Das könnt ihr euch auch gerne angucken. Ich mache sie sofort aus, lasst mich kurz hier meinen Gedankengang zu Ende bringen. Also, ihr habt mir ganz super liebe Nachrichten geschrieben. Zum Beispiel hat mir Carole geschrieben, vielen Dank, dass du nicht alles auf Liebe gemünzt hast. Das geht mir so auf die Nerven. Danke. Und und da hat sie auch noch dann viele Likes bekommen von anderen. Und ja, ich lese die Energie, die ich hier sehe. Und ich bin auch davon, also wenn hier viele Liebeskarten kommen und wir über Liebe reden sollen, dann reden wir über Liebe. Aber unser Leben besteht ja nicht nur, also erst recht, wenn man Single ist, sollte dein Leben ja nicht nur darauf auf Männerjagd bestehen oder Frauenjagd und jetzt endlich den richtigen finden, sondern unser Leben besteht ja aus so viel mehr. Sollte es zumindest. Und wir gucken uns hier mehr an, was jetzt gerade wichtig ist, was Lernaufgaben sind, was man sozusagen erwarten darf an positiver Energie, aber auch wo irgendwelche Blockaden drin sein könnten. Das ist für mich ein bisschen der Sinn vom Tarot. Nicht nur hier wahrsagen, hier kommt ein Mann und alles wird gut und der Ritter ist auf dem Weg. Und selbst wenn die Karte nicht so schön ist, dann mache ich dir da trotzdem noch einen Prinzen draus. Das ist nicht so, wie ich das sehe. Ich sehe mehr so, dass wir Energien haben und wir können mit diesen Energien arbeiten und das resoniert mit dir oder eben nicht. Und wenn es nicht mit dir resoniert, wie gesagt, guck dir mal die Auswahl-Tarotkarten an oder guck mal, ob du vielleicht mehr mit deinem Aszendent in Einklang gehst. Und ja, wir fangen jetzt an. Ich mache die Klimaanlage aus und wir gehen sofort in deine Legung. Weil, wo ist denn der Knopf da? So, und wir machen weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte statt der Magie der Göttinnenkarten, die ich eigentlich ja immer am Anfang nehme, mal eine von denen nehmen. Die sind neu, die sind auf Spanisch, da muss ich selber manchmal noch ein bisschen nachdenken, was das heißen soll. Und wir gucken mal. Ups, da kommt sie schon. La Dama de Espejo, also die Dame des Spiegels. Hier geht es um Spiegelung, Reflexion. Ja, das ist ja schon mal eine Botschaft, weil wir dürfen immer nicht vergessen, dass wir natürlich alles, was wir sagen, ne, anders, wie formuliere ich das richtig? Also unsere Umwelt ist immer eine Spiegelung unseres Inneren. Und alles, was wir in anderen Menschen sehen, ist auch immer nur unser Spiegel. Und das ist die Nummer 44 auch noch. Also die Nummer 44. Hier geht es also auch irgendwie darum, dass du erkennst, dass man sozusagen nur mit anderen Menschen in Harmonie sein kann, wenn man auch selber erkennt, was man anzieht an anderen Menschen. Also oft, ich kriege das oft mit und das müssen wir uns alle auch selber immer mal wieder zu Herzen nehmen oder selber mal drauf gucken. Kennst du das auch, dass du Leute in deinem Freundeskreis hast, die sich immer über eine bestimmte Sache beschweren und dann merkst du aber, dass die das zum Teil selber machen oder tun. Also zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel hier aus meinem Freundeskreis, das mir spontan einfällt, Geiz von anderen. Andere laden dich nie ein oder sowas oder andere sind immer geizig und die und die Person sind immer geizig und der ist geizig. Und dann kommst du zu der Person und die selber nach Hause und die bietet dir aber selber nur ein Wasser an. Und weißt du, was ich meine? So,
oft ist das so, dass auch die Sachen, die wir an anderen Leuten nicht mögen, manchmal auch Sachen sind, die wir selber in uns tragen. Meistens nur in einer anderen Form, weil wir mögen eigentlich diese Seite oft an uns selber nicht, wollen uns aber selber gar nicht eingestehen, dass wir diese Seite auch in uns haben, und deswegen macht es uns umso saurer, wenn jemand anderes diese Seite so komplett auslebt, weil wir versuchen vielleicht auch einfach manchmal das Ganze zu unterdrücken. Ich habe schon mal dieses Beispiel gebracht von der Kollegin. Hier geht es um Schattenthemen, ne? Was das sagt. Wir reden hier auch oft von Schattenthemen, aber das gilt natürlich auch für Lichtthemen. Ne? Du siehst ja auch das, was du selbst schön findest in anderen, was du schön findest. Oder das, was du bewundernswert findest in anderen. Und andere finden wiederum Dinge an dir bewundernswert, aber auch eben meistens die Sachen, die du auch selbst an dir magst. Das Beispiel von meiner Kollegin, Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen unstrukturiert, es wird gleich strukturierter, keine Sorge. Das Beispiel von meiner Kollegin war zum Beispiel, dass sie sich permanent selbst gelobt hat, also aber wirklich über alles, also alles, was sie gemacht hat, fand sie toll, 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 toll. Sie ist großartig, sie ist toll, sie ist einfach der Hot Shit in the world sozusagen. Und das hat mich aber sowas von zu Tode getriggert, während andere Kollegen da komplett drüber standen. Und dann habe ich halt gemerkt, dass zum Beispiel das so ein Thema war, was ich auch in meiner Kindheit und Jugend hatte. Da fand ich auch ziemlich vieles, was ich mache, ziemlich toll. Und meine Eltern zum Beispiel haben mir das komplett abtrainiert. Wir haben immer gesagt, man lobt sich nicht selbst, hör auf damit, sag nicht, dass du Sachen gut machst, das kannst du denken, das musst du aber nicht sagen. Ne, das haben andere dir zu sagen, das hast du nicht selber zu sagen, wie dass du Dinge gut machst. Und weil mir das sozusagen selber so verwehrt worden ist, diese Seite zu leben, obwohl ich irgendwie selber das eigentlich so als Kind auch in mir hatte, mich selbst ganz gerne mal über den Klee zu loben, hat mich das umso mehr geärgert, habe ich dann als ich meine Schattenthemen angeguckt habe, kam mir halt diese Kollegin extrem so in den Sinn, dass mich das so angefasst und geärgert hat, immer wie man sich so selbst loben kann. Aber das Problem war, dass ich mir selber einfach immer verboten habe, mich selbst zu loben. Ne? Also weil ich das so gelernt habe. Man lobt sich nicht selbst. Du darfst nicht sagen, das habe ich jetzt toll gemacht, sozusagen. Aber ich hätte eigentlich gerne gesagt, das habe ich toll gemacht. Das wäre so ein Thema von Spiegelung deiner Schattenthemen. Aber lass uns dazu noch was dazu nehmen. Spiegelung, Schattenthemen, Frieden. Die hatten wir übrigens schon beim Löwen, falls du auch Löwe bei dir hast. Das sind ein bisschen viele. Also der Frieden und deinen inneren Frieden findest du am meisten dann, wenn du erkennst, dass die andere Person nur ein Spiegel deiner selbst ist und dass die andere Person dir nur widerspiegelt, was du selbst in dir drinne hast. Und dann ist es auch viel leichter für dich, mit anderen Menschen und deiner Umwelt in Frieden zu gehen oder in Frieden zu machen. Also gerade mit den Menschen, die dich am meisten triggern. Und wir hatten hier, das glaube ich, das letzte Mal, das habe ich nämlich bei den Kommentaren auch gerade nochmal so gesehen, auch zum Beispiel das Thema so Zwillingsseelen und so drinne. Deine Zwillingsseele wird immer am meisten in dir triggern, was du sozusagen als dein größtes dein größtes Handicap empfindest. Also das wird dich am meisten anfassen und diese Person ist aber auch dafür da, karmisch gesehen, genau dieses Thema anzufassen. Also und oft meint diese Person es überhaupt gar nicht böse. Beispielthema. Ich zum Beispiel bin sehr chaotisch. Übrigens meine Zwillingsseele genauso, aber das ist was anderes. Trotzdem hat er natürlich gleich angemerkt sozusagen, ja, ob ich mir nicht mal eine Putzfrau kommen lassen möchte. Das hat er halt gar nicht böse gemeint, aber weil das natürlich so ein Thema ist, was mich mein Leben lang begleitet und Leute sozusagen meinen, mich darüber verurteilen zu können, dass ich halt ein bisschen chaotischer bin, dass mein Schreibtisch zum Beispiel bei der Arbeit auch immer unordentlich war und sowas, hat mich das sofort angefasst, weil ich sozusagen gleich als Kritik, sensibel als Kritik aufgefasst habe. Aber du musst halt man muss halt lernen über Dinge, die man halt sozusagen, in denen man nicht so gut ist, wie zum Beispiel einen Schreibtisch ordentlich zu halten, dass man entweder dazu steht, dass man es halt entweder nicht ist oder dass man es ändert. Aber man darf sich halt nicht auch immer angefasst davon fühlen, wenn Leute dich dann ansprechen auf Sachen, in denen du nicht so gut bist. Also entweder du stehst dazu, dass du nicht so gut bist,
oder du übst da drin, dass du besser wirst. Aber wir müssen halt lernen, dass wir uns nicht immer von allem gleich beleidigt fühlen oder dass wir uns nicht von allem gleich verletzt fühlen, weil die meisten Leute meinen es gar nicht verletzend. Und wenn es jetzt wirklich um tiefere Themen geht, wie zum Beispiel Zurückweisung, das ist zum Beispiel so ein Kindheitsthema, das ganz, ganz viele von uns haben, was es halt wirklich gilt zu heilen, dass wir in Heilung mit diesem Thema gehen. Und viele Leute zum Beispiel sind bis heute, oder ich ja auch immer noch, oder wir alle, haben ja so ein Problem damit, wenn wir das Gefühl haben, wir werden in irgendeiner Weise abgelehnt. Also jetzt, wenn es hier wieder um Liebesthemen geht oder jemanden kennenlernen, ne, diese Person antwortet dir zum Beispiel nicht, dann wenn du gut mit dir selber bist und in Harmonie und Frieden mit dir selbst bist, dann wird dich das nicht anfassen. Dann wirst du sagen, diese Person wird sich früher oder später melden und wenn sie kein Interesse an mir hat, dann ist das auch okay. Mein Leben ist trotzdem schön. Ich hatte hier gerade zum Beispiel Besuch und dann wollten die, wahrscheinlich auch wegen meinem Chaos, nee, wegen meinen Katzen auch, langes Thema, aber dann haben sie so gesagt, ja, sie wollen jetzt hier doch nicht bei mir übernachten. Sie würden jetzt lieber in ein Hotel gehen wollen. Und das war so ein Thema, das hätte mich zum Beispiel vor ein paar, noch nicht mal 2, 3 Jahren richtig angefasst. So, ne? Das war so ein richtiges Spiegelthema, so von Ablehnung und Abweisung und ne, so mal, Menschen finden das nicht gut, so wie ich lebe oder all diese Themen. Und diesmal war das wirklich so hier das Thema Ruhe und Frieden, dass ich echt dachte, okay, kein Problem, dann nehmt euch ein Hotel und ich kann hier in Ruhe schlafen, solange ich möchte. Ich muss mich hier morgen früh um keinen kümmern. Alles gut. Tschüss. Aber ich weiß, vor Jahren wäre das noch ein riesengroßes Thema gewesen. Spiegelung, bleib in deiner eigenen Mitte. Versuch Dinge nicht persönlich zu nehmen, auch wenn es sozusagen jetzt wieder Thema Liebe geht. Wenn jemand sozusagen nicht gleich in die Vollen geht und nicht gleich mit dir eine Beziehung eingehen möchte und solche Themen. Nimm's einfach nicht persönlich. Arbeite daran, dich selbst wunderbar, großartig zu finden und auch als Single hier wirklich in Ruhe und Frieden zu sein und zu sagen, okay, wenn der nicht will, auch gut, ich bin auch ohne Mann glücklich und in Frieden und alles ist gut. Und wenn er sich melden möchte, kann er sich ja melden und wenn nicht, dann nicht. Aber ich muss deswegen nicht meinen eigenen Wert wieder anzweifeln. Wir haben hier dann noch die Wildheit und die Lilith drin liegen. Das geht auch immer so um Partnerthemen oft. Da haben wir den Stern drinne liegen und dann haben wir auch noch die Volupia drinne liegen. Die Volupia steht für Lebenslust, Sinnlichkeit, auch tatsächlich hier körperlicher Austausch im Sinne von Leidenschaft. Und wir haben hier mit dem Stern auch drinne liegen, dass hier tatsächlich angezeigt wird, dass du auch weiter wirklich an dich glauben sollst, auch zum Beispiel an die Liebe glauben sollst, an dich selber glauben sollst, dass du hier wirklich noch für viel Höheres bestimmt bist. Für einen oder anderen steht dieser Stern auch immer für Starseeds, dass du vielleicht tatsächlich auch auf dieser Erde bist, um ja, Wissen von anderen Planeten energetisch auf diese Erde zu bringen. Und die Lilith, das ist die älteste jüdische Göttin, Nummer 24, und wird gesagt, dass sie die Frau vor Eva war. Also Adam hatte eine Frau vor Eva noch. Und die war aber bereits eine Göttin und wurde Adam zur Seite gestellt. Und dann hieß es, sie soll jetzt hier Adam dienen. Und Adam hier und Adam da, also es sollte sich sozusagen dann im Paradies alles um Adam drehen. Und da hat sie halt gesagt, das ist aber nicht mein Paradies. Ich bin lieber frei und unabhängig und hat sich halt über das Rote Meer davon gemacht. Und hier geht es halt auch wirklich darum, wenn man sich nicht wohlfühlt mit anderen Menschen, ne, einfach anzugucken, warum fühle ich mich nicht wohl? Warum gibt dieser Mensch mir kein gutes Gefühl? Was kann ich daraus lernen? Ist das ein Thema, was ich eigentlich dringend heilen muss? Oder ist dieser Mensch tatsächlich einfach nicht der Richtige für mich, im Sinne von, dass er mir nicht sozusagen, dass ich kein Gefühl mehr von Frieden und Harmonie habe, sobald dieser Mensch in meiner Umgebung ist. Dann ist es manchmal auch wirklich Zeit, sozusagen wieder auszubrechen und seine eigenen Wege zu gehen und halt lieber sozusagen Single zu sein, als sich mit irgendjemandem in eine Beziehung zu stürzen, möge sie auch noch so leidenschaftlich sein, wenn sie dir aber im Endeffekt die ganze Zeit nur schlaflose Nächte bereitet. Aber lass uns das Tarot dazu angucken. Was sagen denn die Tarotkarten zu dieser ganzen Thematik, die sich hier so ein bisschen auftut?
Guck mal, die fallen sogar auf die Karten drauf. Noch einmal. Ja, habt ihr auch gesehen, ne? Die wollten auf die Sirona drauf fallen. Und dann habe ich noch 2 auf dem Schoß. So, also wir haben die 7 der Münzen, sind hier so gefallen und so genauso deutlich, weil es ist krass sozusagen auf die Karten gefallen, sozusagen mehr Informationen zu den Karten. Dazu soll ich noch mehr sagen oder das mehr noch miteinander verbinden. Wir haben hier bei der Sirona, also dieser Karte, wo es wirklich um deinen inneren Frieden geht, um Frieden mit deiner Umwelt, Frieden machen, auch mit Menschen, mit denen du Streit hast, dass du vermutlich im Moment noch nicht so richtig wahrnimmst, dass du hier Frieden hast, dass alles gut ist, dass du sozusagen ja auch wirklich so diese innere Harmonie, diesen inneren Frieden spürst, dass du keinen Stress hast, dass du nicht das Gefühl hast, du musst hier die ganze Zeit für irgendjemanden performen. Mit den 6 der Stäben, aber halt performen im negativen Sinne, so nach dem Motto, ich mache doch so viel und trotzdem kommt nichts sozusagen an, trotzdem kommt nichts zurück. Hier ist ganz doll für dich drinne mit diesen 7 der Münzen, dass es darum geht, dass du eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut darin bist, deine Gedanken positiv zu nähern. Also du machst wahrscheinlich schon Dinge wie Meditation oder energetische Heilarbeit, Affirmation sprechen, Atemübungen, Yoga, also eins davon, alles davon, wie auch immer. Dinge, die wirklich für deinen mentalen Frieden und deine Seele, für die sozusagen den Ruhe- und inneren Frieden für dich richtig gut sind. Und du siehst einfach im Moment noch nicht so richtig Ergebnisse. Aber diese Karte möchte dir sagen, dass alles seine Zeit braucht. Dinge ändern sich oft nicht von heute auf morgen. Wenn dein ganzes Nervensystem permanent unter Anstrengung steht oder stand für die letzten 10, 15 Jahre, du musst dir selbst die Zeit geben, um sozusagen immer mehr und mehr in diese Energie zu gehen, und auf diesem Weg bist du bereits. Du merkst es vielleicht noch nicht, oder du siehst es vielleicht noch nicht in deinem Außen, weil da vielleicht noch zu viel Chaos auch in deinem Außen ist. Aber es fängt halt immer von deinem Inneren an. Und für dein Inneres bist du im Moment schon auf einem sehr guten Weg, das sozusagen richtig zu pflegen und zu nähern. Und dann wirst du auch schon sehr, sehr, sehr viel schnell Resultate in deiner Außenwelt sehen. Und das eben auch mit diesen 6 der Stäben, dass Leute dich wahrnehmen und dass Leute dich sehen und dass sie dich nicht wahrnehmen und sehen, weil du am lautesten schreist, kriege ich halt eben mit dieser Karte rein, oder weil du dich immer permanent in den Mittelpunkt drängst, ne? So Thema meine Kollegin auch wieder, sondern einfach, weil du Dinge mit Ruhe machst, mit Gelassenheit, und weil du daraufhin so eine Ausstrahlung haben wirst oder hast bereits, dass andere Leute dich sehen. Und die sehen dich eben nicht, weil du hier sozusagen auf der Bühne die Arme nach oben reißt und sagst, hier bin ich bin so wundervoll, ich bin so grandios, ich bin die Beste der Welt, sondern die sehen dich, weil einfach deine innere Welt, die immer mehr zur Ruhe und zur Gelassenheit kommt und immer mehr in die eigene Stärke und das Wissen geht, was du willst und was du kannst, daraufhin wirst du gesehen werden. Jetzt haben wir hier sehr, sehr interessant liegen, den Herrscher mit den 3 der Kelchen auf dieser Reflexionskarte, ne, diese Elfe, die sich selbst reflektiert und wo es um deine eigene Reflexion geht. Der Herrscher, der steht immer für das maskulin-männliche, den maskulin sozusagen, den maskulin unter den maskulin, wenn du so möchtest. Das ist sozusagen der Mann aller Männer, also der eine, wenn du so willst, also der Mann, der für dich jetzt reinkommt oder der eine ziemlich tragende Rolle bereits in deinem Leben spielt, kriege ich hier für einige von euch rein, also einen, den es bereits gibt, an dem irgendwie dein Herz hängt.
an einigen von euch sogar Ehemann noch Ehemann. Hier spielt aber halt mit den 3 der Kelchen, spielt aber eine dritte Person in dieser ganzen Verbindung eine Rolle. Oder du wirst jemanden kennenlernen, von dem du halt glaubst, dass er eigentlich richtig, richtig gut für dich wäre, aber du wirst ziemlich schnell, oder du weißt eigentlich schon, dass da noch eine andere Person eine Rolle spielt. Hier ist wirklich wichtig, dass wir immer verstehen, dass die dritte Person nicht sozusagen unser Feindbild repräsentiert, dass diese Person ist nicht unser Feind, also gerade so, wenn die Karte so liegt, sondern auch diese Person ist nur eine Reflexion dessen, was wir glauben, was wir nicht bekommen. Also wenn du glaubst, alle guten Männer sind bereits vergeben, wirst du keinen Mann in dein Leben ziehen, der nicht bereits schon vergeben ist. Weißt du, was ich meine? Wenn du irgendwie denkst, sozusagen, ich bin nicht gut genug, als dass jemand anders mit mir eine Beziehung führen möchte, hast du auch große Chancen, dass du jemanden bereit in dein Leben ziehst oder gezogen hast oder dass sich jemand für jemand anderen plötzlich entschieden hat, obwohl das gerade schon super gut zwischen euch beiden lief, weil dieser negative Glaubenssatz, ne, hier geht es um die Spiegelung, was ist in dir drinne, was ist sozusagen spiegelt dein Äußeres dir wieder, was als Glaubenssatz aber tief in dir drinne sitzt. Und auch alles, was mit Personen zu tun haben, die sozusagen Einfluss nehmen auf die Liebe, auf Personen in deinem Umkreis, auf jemanden, den du willst oder generell dieses Thema, wenn du immer wieder vergebene Männer anziehst. Guck dir an, was der Glaubenssatz dahinter ist und sag nicht, ich ziehe immer vergebene Männer an. Das ist das, was du reflektiert bekommst. Das ist aber, was bei dir drinne ist etwas anderes. Nämlich vermutlich der Glaubenssatz, Beziehungen führen immer nur andere. Ich bin nicht gut genug für eine Beziehung. Und auch hier wieder geht es um deinen inneren Frieden und mit deinen Gedanken, deine Gedanken in richtige Form bringen, mit den richtigen Gedanken arbeiten und diese sozusagen pflanzen, damit du auch gesehen wirst und damit du hier deinen einen auch bekommst und das nicht sozusagen gestört wird, weil da immer wieder andere Menschen, andere Frauen, andere Männer eine Rolle drin spielen. Das gilt jetzt auch für die Männer. Wenn ich zu euch rede, kannst du das bitte einmal umdrehen. Ich habe aber das Gefühl, wir haben hier gerade tatsächlich viel mehr Frauen drinne. Sondern hier ist es für mich mit diesen 3 der Kelchen, auch wie sie hier dargestellt wird, und für uns als Frauen, jetzt sage ich wirklich bewusst, für uns als Frauen wichtig, dass wir verstehen, dass uns auch das von unserer Gesellschaft extremst, also gerade in Deutschland, ich lebe ja nicht mehr in Deutschland und ich sehe es umso mehr, seit ich seit Jahren jetzt nicht mehr in Deutschland bin. Bei uns in Deutschland wird uns extrem antrainiert, dass andere Frauen unsere Konkurrenz sind. Ob das jetzt im Job ist oder ob das ist in der Liebe, das fängt ja schon früh an, immer mit diesem gegenseitigen Vergleich untereinander. Und glaubt mir, Männer vergleichen vielleicht ihr Genitalbereich, aber ansonsten wird da nicht permanent verglichen, was hat der und was macht der besser und sieht das Kleid jetzt besser an dir aus oder an mir aus. Wir Frauen, gerade in Deutschland, sind extrem darauf konzentriert, andere Frauen, ich sage es jetzt mal so überspitzt gesagt, aus dem Weg zu schaffen. Wir müssen aber verstehen, und auch das, ne, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Lernprozess für super, super viele von uns. Wir müssen verstehen, dass wir zusammenhalten müssen. Also auch wenn eine Frau da reinkommt oder reingekommen ist in so eine Beziehung oder du weißt, dieser Mann hat bereits eine Frau, sieh diese Frau nicht als deine Konkurrenz, sondern sieh sie als deine Schwester, die sie eigentlich ist. Das kriege ich sehr, sehr groß hier rein, dass das super wichtig ist sozusagen. Nicht die Person ist der störende Faktor, sondern es ist immer der Mann, der sozusagen keine klare Position bezieht, okay? Dann habe ich hier ja umgedrehtes Ass der Kelche. Hier ist es wichtig, wenn du in so einer Verbindung bist oder wenn du irgendwen so jemanden kennenlernst, dass du deine eigene Freiheit über alles stehst, dass du nicht sozusagen hier, also auch für einige, wenn das irgendwie gerade ansteht, hier all in zu gehen und hier die große Liebeserklärung zu machen und sowas, sondern nee, dann musst du gerade wirklich deine eigene Freiheit und deinen eigenen Wert an allererste Stelle setzen und nicht sozusagen diese tiefen inneren Gefühle, die du für diese Person hast und die diese Person wahrscheinlich auch für dich hat. Aber in diesem Moment, und wir reden ja immer für einen relativ kurzen Zeitraum, ne, das sind immer Monatslegungen, die ich hier mache. Also ein Monat ist keine lange Zeit. Wir reden hier von den nächsten 4 bis 5 Wochen. Von dem Zeitpunkt, wo du das hier siehst, wenn es überhaupt mit dir resoniert. So,
Hier geht es wirklich darum, dass du deine Authentizität, dass du dein wildes Ich sozusagen in den Vordergrund stellst und nicht hier sozusagen der Meinung bist, dass es besser ist, wenn du da irgendwelche Liebeserklärungen an jemanden schickst, der sowieso eigentlich nicht das reflektiert zu diesem Zeitpunkt, was du gerne in deinem Leben hättest. Ich hoffe, das macht Sinn, weil hier nochmal 4 der Münzen, ne? Behalte Dinge für dich, ist das, ne? Behalte auch deinen eigenen Wert bei dir. Gib nicht zu viel von dir preis gerade, gib nicht so viel von dir her, sagt diese Karte. Mit der Sternkarte, ne? Glaube an dich, aber erzähle nicht jedem von was du willst und was du dir erträumst. Bleib einfach bei dir selber. Geh nicht sozusagen, renn nicht anderen Leuten hinterher oder versuche hier Sachen nach deinem Willen zu formen, damit es dann irgendwie funktioniert, sondern hier bleib in deiner eigenen Wildheit, behalt Dinge für dich und Dinge werden sich ganz, ganz schnell mit dieser 7, mit dieser Wagenkarte nach vorne bewegen. Ne? Dinge kommen dann in Bewegung, Dinge kommen energetisch dann in Bewegung, wenn du einfach ganz, 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 ganz doll bei dir selber bleibst. Und hier haben wir nochmal die 4 drin, interessanterweise. Also bei der 4444, da geht es ganz viel um deine eigene Stabilität, aber auch um deinen eigenen spirituellen Werdegang. Ne? Wer möchtest du sein? Was möchtest du in dieser Welt repräsentieren? Du darfst nicht vergessen, wir haben 4 Elemente, es gibt 4 Himmelsrichtungen, das sind die Sachen, womit man auch spirituell arbeiten kann und arbeitet und so sinngemäß ist das auch, genau wie die 7, die wir hier mehrfach drin haben, 7, 7, 7. Eine extrem spirituelle Zahl im Sinne von, dass es auch um deine eigene spirituelle Führungskraft geht, ne? Dass du hier auch mit dem Stern, dass du hier auch vielleicht eine Aufgabe auf dieser Welt hast, die jetzt ein bisschen darüber hinausgeht, nur hier irgendwie eine Ehe zu führen, sage ich jetzt mal so salopp gesagt. Die 4 unterstützt dich auch, ne? Also wir haben hier 4, 4, 4, 4 mehrfach drin und du kannst gerne auch nochmal nachgucken, was das für dich selber bedeutet, ne? Da sind unterschiedliche Bedeutungen und du wirst schon erfühlen, wenn du jetzt Engelszahl 4, 4, 4, 4 oder 4, 4, 4, 4 guckst, was das bedeutet. Hier Volupia ist auch 4, ne? 4, 4 und wo hatten wir noch? Ach, da habe ich ja drüber, nee, 44 war die hier, ne? 44, ja. Also kommt vielleicht noch eine 4. Und mit der Volupia nochmal, Volupia und dazu habe ich die Pagen der Stäbe und du siehst, das ist im Prinzip ein und dieselbe Energie, also so empfinde ich die beiden Karten. Wenn ich also gerade die beiden zusammen, das siehst du glaube ich selber, ne, können sie auch so, dass die eine die andere anguckt, die haben beide die komplett selbe Energie. Die stehen komplett in ihrer eigenen Kraft und die finden sich gut so, wie sie sind und die lassen sich auch von niemand anderem erzählen, dass sie nicht so gut sind, wie sie sind. Und hier ist wirklich die Aufforderung von deinen spirituellen Führern, von deinen Engeln, von deinen Ahnen, dass du bitte in diese Kraft gehst, dich so, ich sag's jetzt mal wirklich geil zu finden, Beispiel meiner Kollegin und sich das selbst verbieten. Verbiete es dir nicht, dich selbst super, super gut zu finden, so wie du bist. Und das gibt dir sozusagen ganz, ganz großen Antrieb und ganz, ganz tolle Kraft, unabhängig davon, was dein Umfeld dir gerade reflektiert. Also wir haben ja im August ein sehr großes Thema für dich, von wegen bleib bei dir selbst zuerst und alles andere kommt dann sozusagen von alleine. Also im wirklich positiven Sinne. So, ich habe hier den König der Münzen. Der König der Münzen, der liegt jetzt auch noch unter dem Herrscher. Ich finde, für mich sind das relativ ähnliche Energien. Also wir haben hier durchaus einen Mann für dich angezeigt drinne liegen, den du kennst oder nicht kennst, bisher kennst. Und das ist jemand, der durchaus schon in seinem Leben steht, der dich, von dem du auch das Gefühl hast, dass der schon auch was, ich sag jetzt mal, aufgebaut hat, ne? Das ist nicht so ein Loser-Typ, das ist jemand, der eigentlich sehr geerdet ist, ne? Das steht auch für Erdzeichen, für Steinbock, Jungfrau und Stier. Wir haben hier diesen Hund dabei, ne? Der repräsentiert Treue, aber das ist auch ein richtiger Wolfshund, ne? Also steht auch sozusagen für die maskuline Energie, eben wie auch bei dem Herrscher, dass dieser Mann wirklich auch maskulin rüberkommt.
Diese Energie habe ich jetzt sozusagen schon zweimal so reinbekommen für dich als männliches Kartenbild. Und daneben habe ich die 6, und hier übrigens nochmal eine 4, ne? Also 444 kannst du auch gerne einfach hier in die Kommentare schreiben, wenn du mir einen Kommentar hinterlassen möchtest mit einem Herz oder vielleicht eher hier mit so einem Powermännchen, ne? Ich gehe hier in meine Kraft. Die 6 die Liebenden, die ich hier umgedreht habe, und dazu habe ich diese 4 der Kelche liegen, ist mit diesem Mann, da erwartest du gerade ein bisschen zu viel, siehst aber auch nicht, was du bereits schon hast. Also das heißt nicht, dass diese Person keine Gefühle für dich hat, weil sie sozusagen dir jetzt aktuell nicht das geben kann, was du gerne möchtest. Heißt nicht zwangsläufig, dass diese Person keine Gefühle für dich hat, heißt aber mit diesen Liebenden umgedreht für mich auch nicht zwangsläufig, dass sie es hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es geht aber darum, dass du dich hier auf die falschen Dinge konzentrierst mit den 4 der Kelchen. Du siehst nicht sozusagen, was diese Person bereits für dich tut oder tun wollen würde oder tun wird, eben im August, sondern du konzentrierst dich sehr darauf, was nicht zwischen euch beiden funktioniert. Und dadurch, dass du dich zu sehr darauf konzentrierst, was alles nicht funktioniert, erschaffst du von dir selbst heraus eine extrem, ich sage es mal, negative Energie, was diese Beziehung angeht. Haben dazu noch die 2 der Stäbe und die 2 der Stäbe heißt auch, dass man sich halt ähnlich wie die 4 der Kelche hier auch so, es hat beides so diese Tendenz von, ich bleibe zu Hause, gehe nicht mehr raus und habe Spaß, warte darauf, dass sich da jemand bei mir meldet oder dass jemand seine Meinung ändert oder dass hier jemand mit einer großen Geste auf mich zukommt, anstatt dass ich auch mit den 2 der Stäben umgedreht gesehen, dass ich einfach sage, hier wieder in diese Kraft komme und sage, nö, ich mache dann was anderes, ich gehe dann mache ich halt dann fahre ich halt mal ein Wochenende an die Nordsee, ich mache was mit meinen Freundinnen, ich brauche das alles nicht, ne? Das ist im Moment nicht das, was mir gut tut und ich wähle etwas, was mir persönlich gut tut, aber ich bin auch in der Lage, mal ein bisschen besser dahin zu gucken, dass ich vielleicht auch zu hohe Erwartungen gerade an jemanden habe. Erwartungen, die dieser Mensch dann aktuell, wie gesagt, wir reden jetzt nur vom August, ne? Keine Sorge, im August nicht erfüllen kann oder will. Ob da eine andere Person eine Rolle spielt oder nicht, diese Karte kann auch immer ein Hinweis darauf sein, dass du dich mehr auf deine Freundinnen konzentrieren solltest, falls das mehr mit dir harmoniert. Aber hier haben wir wirklich ein bisschen die Tendenz, dass du dir selbst im Wege stehst, wenn du dich darauf konzentrierst, was andere tun oder darauf hoffst, dass da Einladungen kommen, damit du hier rauskommst und Spaß hast, sondern hier geht es wirklich darum, dass du dich sonst selbst einlädst und einfach selbst was mit dir machst, okay? Weil wir haben hier dann drinnen liegen, und die sehe ich hier, guck mal, haben wir dann den König der Stäbe zu diesem Pagen der Stäbe. Das ist keine Königin, das ist ein Page. Und dazu diese Volupia. Also hier geht es wirklich darum, dass das, was du brauchst, ist eigentlich jemand, der selber du sollst hier selber in deine Aktion kommen, also in deine Energie von ich mache was, ich gehe raus, ich feiere das Leben, ich gehe vielleicht auch tanzen, kriege ich hier rein, ne? Tanzen gehen, Sport machen, jeweils was dir mehr liegt hier, ne? Einmal Salsa tanzen gehen oder hier mal wieder irgendwie zum Workout gehen, joggen gehen, irgendwie all das bringt dich sozusagen wieder mehr zu dir und in deine positive, ich sage jetzt mal, Juhu-Energie. Ich bin gut so wie ich bin, ich fühle mich gut so wie ich bin glücklich mit mir selbst, so. Und das ist so wiederum die Energie, mit dem du dann einen Mann anziehst, der das auch sieht und mitmacht. Ne? Hier geht es auch ein bisschen um, macht der hier das denn alles mit, was du dir sozusagen so wünschen würdest, was du gerne machst. Ne? Geht der mit dir raus tanzen? Würde der mit dir joggen gehen? Oder ist das nicht interessanter, dass wenn du das vielleicht alles machst, auch jemanden findest, der nicht vielleicht schon besetzt ist oder sowas, weil jetzt glaubst du an dich selbst, du änderst deine Energie, ich bin gut so, wie ich bin, ich verdiene es eine Beziehung, ich verdiene es begehrt zu werden, ich verdiene es die eine zu sein, ne? Bitte das aufschreiben. Wenn du hier so ein Thema hast mit vergebenen Männern oder Männer entscheiden sich nicht wirklich oder wie auch immer, schreib dir auf, schreib auch gerne nach unten in den Kommentare rein, damit du es dir merkst. Aber wiederhole es vor allem so oft wie möglich in deinem eigenen Kopf. Ich habe es verdient, die eine für jemanden zu sein. Ich bin die eine für meinen Mann. Es gibt keine andere. Ich bin die eine. Ich bin die eine. Die Amis sagen one in a million.
Die eine unter Millionen bin ich für ihn. Und diesen Mann wirst du anziehen, der kommt hier rein. Das kann natürlich auch der sein, der seine Energie sozusagen ändert, aber für die meisten mehr hier so andere Energie rein. In dem Moment, wo du in deiner Kraft stehst, kommt auch einer rein, der genau an so einen Sachen Spaß hat, wie du Spaß hast. Ob das jetzt hier gleich sozusagen die Liebe deines Lebens sein wird, soweit möchte ich jetzt hier nicht, dazu möchte ich, das ist jetzt alles Spekulation, aber halt einfach jemanden, mit dem man erstmal sozusagen eine gute Zeit haben kann. Ne? So sage ich das jetzt mal. Ich hole dir mal noch eine Beziehungskarten hierzu. So, also habe ich einmal den Kaffee auf diesen Mann hier liegen mit dir in dieser Supi-Energie und da steht, ja, ein Treffen, dass sie miteinander unterhalten, dass die, was ein gutes Gefühl gibt und wo man halt einfach eine Freundschaft auch gut aufbilden kann. Ne? Das habe ich ja jetzt auch so, was ich jetzt hier auch reinbekommen habe. Ne? Wissen wir nicht, ob das jetzt hier die Liebe deines Lebens wird, aber tendenziell könntest du jemanden treffen, mit dem du dich einfach mal richtig gut verstehst. Ne? Man muss ja auch nicht immer gleich heiraten. Es ist ja auch schön, einfach manchmal einen guten männlichen Freund zu haben, der dann auch andere Blickwinkel geben kann auf männliche Perspektiven generell. Dann habe ich hier die Kamera drauf liegen. Also hier geht es auch viel darum, dann hier auch mit diesen Karten vielleicht, dass es zu viel darum, dass du aufpassen musst, dass du nicht zu viel über die Vergangenheit nachdenkst, sondern dass du dich halt wirklich mehr auf deine aktuelle Gegenwart konzentrierst und auf das, was du dir von der Zukunft wünschst, statt hier zu sehr darüber nachzudenken, welche Chancen du verpasst hast, was du in der Vergangenheit hättest anders machen können. Das sind bitte Gedanken, die versuchen wir uns jetzt ein bisschen abzutrainieren und versuchen uns wirklich auf das hier, ne, hier, was wir hier schon haben, ne, einatmen, ausatmen, was möchte ich in mein Leben ziehen und nicht, ja und damals und da war ja dies und jetzt war das und deswegen wird ja nie was mit der Liebe, es war ja schon immer so. Das sind so Glaubenssätze, Gedankensmuster, die wir jetzt hier langsam aus deinem System bekommen möchten, okay? Weil ich habe hier tatsächlich für dich drinnen liegen, dann noch als letztes den Verlobungsring, höheres Commitment, ne, dass man hier höheres Commitment für die Ewigkeit, eine Partnerschaft oder auch also eine Union im Sinne von, dass man wieder mit jemandem zusammenkommt, mit dem es vielleicht halt vorher nicht so geklappt hat. Das alles ist in deiner Zukunft angezeigt, dass es da sehr wohl jemanden gibt, der sozusagen dir durchaus den Ring anstecken möchte. Aber wie gesagt, du musst erstmal selber dir davon ausgehen, dass du diejenige bist, die den Ring auch verdient. Hier zum Thema Reflexion. Ja, ich habe den Ring an meinem Finger verdient. Ich habe das verdient, dass jemand mich heiraten will und keine andere und für den Rest seines Lebens mit mir zusammen sein möchte. Ich bin die eine. Bitte, bitte, bitte. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Affirmation für euch. Ich bin die eine. Ja, guck mal, und ich kriege die gleiche Karte nochmal. Also für die wenigen, die hier durchgehalten haben und hier bereits in einer Beziehung sind und dementsprechend nicht so ganz verstanden haben, was der Rest soll, hier kann ich dir sagen, da kommt vielleicht ein Heiratsantrag auf dich zu. Und für alle anderen ist das hier durchaus, dass hier jemand durchaus mit dir eine Verbindung eingehen möchte, die zu mehr berufen ist sozusagen. Also wirklich, es geht wirklich darum, dass du dich selbst energetisch zu einem machst und diese Person wird dich im Zweifelsfall auch zu einem dann machen. Ne? Wenn du daran glaubst, dass du es verdient hast, die eine zu sein, wird diese Person energetisch nichts mehr davon abhalten, hier den Ring zu kaufen. Jetzt mal überspitzt gesagt, aber überspitzt, aber wahr. Echt, aber wahr. Noch eine Affirmation. Ups, das sind aber viele. Nehmen wir trotzdem alle. Aber ich mache jetzt ein bisschen Gas, ne? When I see good in others, I acknowledge it out loud. Also du sollst anderen Menschen auch gerne mal ein Kompliment machen, ne? Hier haben wir zwar so ein bisschen drin, nicht zu sehr zu... Super, Yuki, großartig. Noch ein Glas kaputt, kein Problem. Katze. Entschuldigung, das war laut. Warum ist das Glas jetzt zersprungen? Kurz.
Lass mich da gleich noch eine drauflegen. Also du sollst anderen Leuten auch ruhig mal ein Kompliment machen, ne? Auch vielleicht deiner Konkurrenz sozusagen. Aber ich will jetzt noch eine Karte haben auf der Lilith mit dem umgedrehten Ast der Kelche. Da kommen sie schon. Nochmal 2 der Kelche umgedreht. Also 7 der Kelche umgedreht. Es fällt dir sehr schwer, dir zu entscheiden, was du machen sollst. Und hier geht es nochmal auch wirklich darum, dass du vielleicht auch manchmal Probleme hast, eher das zu sagen, was du wirklich möchtest und was du wirklich fühlst. Und das hier wirst du wirklich nochmal, ne, mit dieser Stärke-Karte, die wir hier auch nochmal drin haben, die Stärke. Also das ist auch eine Stärke, wenn man über seine Gefühle sprechen kann. Es ist immer nur, du musst natürlich wissen, was dein Ziel ist. Sprechen nicht über deine Gefühle aus Angst, nur aus Angst. So, okay, wir kriegen es anders zusammen. Sprich nicht über deine Gefühle nur aus Angst, jemanden zu verlieren. Und jetzt sozusagen öffne ich mal lieber mein Herz und sage dem, dass ich ihn liebe, weil dann kommt er ja vielleicht doch zu mir zurück. Sondern sprech über deine Gefühle oder öffne dein Herz, weil du das Gefühl hast, dass es das Richtige ist, das zu tun. Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied, was ich sagen möchte. Auch hier mit dieser Karte, ne? Behalt Sachen für dich. Bleib in deiner eigenen Energie. Wir haben oft die Tendenz, Menschen mitzuteilen, dass wir sie lieben in dem Moment, wo sie auf Distanz gehen. Das sollte aber nicht der Moment sein, es sei denn, du hast es sozusagen, du warst davor die Person auf Distanz und hast es einfach nie gesagt, nie geschafft. Also Wassermänner, ich kenne euch, ne? Ihr seid da, tut euch ja schwierig damit oft, ne? Zu sagen, dass ihr jemanden wirklich, wirklich gerne habt. Und ihr habt ja auch die Tendenz, dann lieber hier hart und bei euch zu bleiben. Aber nicht sozusagen das plötzlich alles ändern und alle Fassaden fallen lassen, weil einer sich irgendwie plötzlich versucht, anders zu entscheiden, mit anderen Frauen flirtet oder sowas. Also niemals aus Angst sozusagen handeln. Aus Angst plötzlich denken, okay, wenn ich dem jetzt eine Liebeserklärung mache, dann kommt der vielleicht zurück. Das funktioniert nicht. Aber generell für euch Wassermänner, auch mit den 2 der Kelchen, ist natürlich immer ein Geben und Nehmen. Ne? Das soll hier nochmal drauf auch. Ne? Also du kannst nicht erwarten, dass jemand anderes hier, ne, die ganze Arbeit tut, die ganze emotionale und dir sagt, wie großartig und wie sehr er dich liebt und ne, wie wunderschön du bist und dass du die eine bist, wenn du aber selbst nicht in der Lage bist, das jemand anderen zu geben. Da haben wir es wieder von der Reflexion. Also du musst schon selbst auch in der Lage sein, jemand anderem hier auch mit dem Kompliment, was wir drin haben, jemand anderen zu sagen, dass du ihn wirklich magst. Du musst schon selber auch in der Lage sein, dein Herz so weit zu öffnen und zu sagen, ich finde, du bist was ganz Besonderes. Immer nur das von jemand anderen hören zu wollen, aber selber nichts zu sagen, macht es natürlich auch wesentlich schwieriger für andere Menschen mit dir. Weil ich glaube, hier haben wir 2-mal Verlobung drin liegen. Du hast jemanden in deinem Leben oder es wird jemand reinkommen in dein Leben, hier auch, der dich unglaublich toll finden wird. Aber du musst auch ein bisschen dann zurückgeben. Übrigens ist sie auch Wassermann auf dem Bild, fällt mir gerade auf. Falls du es guckst, liebe Grüße. Geht's auch für dich. All is well, everything is working out for my highest good. Out of this situation only good will come. Alles wird zu meinen Gunsten laufen, auf gut Deutsch und kurz und knapp gesagt. Diese Situation wird zu meinen Gunsten ausgehen. Ne? Also der wird, wenn da jetzt irgendeine andere Frau eine Rolle spielt, sagt dir, der jetzt, wo da der andere ist, dann wird der erst merken, wie toll ich bin. Weil wir denken ja oft, da ist jetzt eine Konkurrenz und die ist toller als ich. Nein, wir sind alle unterschiedlich und alle sind wir anders. Und niemand ist schlechter oder besser als du. Aber du passt besser oder schlechter zu einem anderen Menschen. Und du kannst durchaus die Affirmation sagen, dass du vermutlich besser zu diesem Menschen passt. Also aus dieser Situation wird nur das Beste für mich rausgehen. Nur heißt noch nicht mal, die andere Person auszuschließen, weil für dich kann ja vielleicht auch was kommen, was viel besser für dich ist hier, als dieser Mensch. I honor my self-worth by asking for what I want. Ja, also ich kann auch sagen, was ich mir wünsche und was ich will zu anderen Menschen. Ne? Das hatten wir auch schon drin. Du musst auch den Mund aufmachen
und ehrlich sein. Ehrlich über deine Gefühle reden und ehrlich über das, was du möchtest. When I lead from a place of love, people respect me. Also hier, wenn ich in Liebe und Frieden bleibe mit anderen Menschen, nicht rumbrülle, andere Menschen nicht beschimpfe, nicht sage nach dem Motto, ihr seid alle doof oder was, sondern macht ihr euer Ding, ich mach mein Ding, alles gut, ne? Die Love and Peace for you all ist ja euer Ding, ne? Ich messe meinen Selbstwert nicht danach, was ihr über mich denkt. Ne? Darum geht es ja auch nochmal. Wenn ich sozusagen in Liebe mit anderen Menschen umgehe, werden Menschen mich auch respektieren. Taking care of myself is a radical act of love. Also mich selbst an erster Stelle setzen, was wir hier haben, was du bitte im August tun magst, ist das Beste, was der größte Akt an Liebe, den du dir selbst geben kannst. Ist der radikalste Akt der Liebe, den du dir selber geben kannst. Und das sollst du jetzt bitte machen. Das ist deine August-Aufforderung, ist wirklich das. Ich setze mich selbst an erster Stelle und ich mache Sachen, die gut für mich sind. Und daraus her werde ich meine ganze Energie ändern und Dinge in mein Leben ziehen, die noch schöner und noch großartiger sind, als mein Leben aktuell ist. Aber ich bin das. Ne? Merk dir bitte diese beiden Karten für dich, diese Energie. Ich gehe tanzen, ich gehe laufen, ich gehe springen, ich gehe singen. Alles, was dir Spaß macht und ich bin in meiner Energie und ich bin hier in meinem kompletten Feuer und ob das jemand anders sieht oder nicht, ist für mich eigentlich total irrelevant. Okay, ich ziehe euch noch ein Symbol und dann sind wir auch zu Ende, ist ja auch schon wieder lang geworden. Guck mal, da habe ich den Baum. Den Baum, der kann für dich eine besondere Bedeutung haben, wenn ich den Baum ziehe. Ich habe hier aber nochmal den Baum, auch nochmal hier mit dem Bäumchen. Ne? Alles, was du jetzt siehst, wird zu einem wunderschönen Baum werden. Ne? Alles braucht seine Wurzeln. Nichts kann ohne Wurzeln, also keine Pflanze gibt es ohne Wurzeln. Wurzeln sind in der Erde, die siehst du nicht mit deinem bloßen Auge auf der Oberfläche. Ne? Alles braucht tiefe Wurzeln und auch tiefe Wurzeln braucht auch deine Selbstliebe. Und Reflexion ist das, was uns am allerschnellsten, am meisten über uns sagt und über das, was wir glauben oder nicht glauben. Und dann kannst du gerne jetzt noch meine Legung angucken, die verlinke ich unten, was ich am Anfang gesagt habe mit dem, was blockiert, ne, meine negativen Glaubenssätze bezüglich Liebe, falls dir das nochmal weiterhilft. Eingeblendet sind meine Produkte, und die habe ich alle designt, das ist wirklich meines, das habe ich kreiert. Da hilft ihr mir ungemein, wenn ihr da mal gucken wollt, vorbeigucken wollt, ob euch da was gefällt. Ich finde die Preise auch enorm fair. Und dann habe ich natürlich noch die große Bitte, dass ihr mir auch einen Daumen nach oben hier zum Ende hinterlasst und wenn ihr es noch nicht seid, meine Abonnenten werdet. Vielen herzlichen Dank.